wusste gar nicht, dass Pierce ja auch mit rumgeistert I prefer to be alone. Ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es richtig war, ihm die Wahrheit zu sagen, aber ich denke schon, er verdient die Wahrheit. Weil er hat uns ja auch schon ganz gut immer geholfen gehabt, ne? Und stand da halt auch immer irgendwie zu uns. Und weiß nicht, also es hat nicht irgendwie unser Schicksal beeinflusst, was auch schon mal ganz gut eigentlich ist. Aber ich denke halt auch früher oder später hätte er es sowieso rausgefunden, ne? Und dann können, weil wir wissen es ja eh, dann können wir auch gleich komplett ehrlich sein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch erstmal zu Algin und Drake und da mal gucken, wo überhaupt dieses Büro war. Aber das war doch hier, da ist er ja. Dann schauen wir noch mal, was er so zu sagen hat. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Ich weiß halt nicht. Ich möchte halt gerne wissen, was da steht, ne? This creature, the Shambler. Wir fragen mal nach dem Schlürfer. It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Gut, wir können also auf jeden Fall anscheinend alles auswählen, ne? Deswegen würde ich doch sagen, er hat den Dolch an Sanders verkauft. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. Yep. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Er muss einen Plan haben, ihm A loszuwerden. genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ah, it's you again. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce.
written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. That's all I wanted to know. All in good time. Das Amulett finden. Oder? Und die Büste finden. Muss ja anscheinend hier irgendwo in dem Haus sein, ne? Wo könnten wir denn erstmal... Ich glaube... Wir könnten auf jeden Fall mal in die in die Kunstgalerie gehen. Da könnte es sein. Also, wo das gerade mit den war, ne? Hier zum Beispiel. Was Sarah Hawkins telling the truth? Skizze eines Stilllebens. Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich es schon einmal gesehen? Wir rekonstruieren mal. Und versuchen mal unser Glück. What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Sieht ja ganz danach aus, ne? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? Das ist interessant. Was ist denn das? Ach, das ist ein Teppich. Das war jetzt ganz komisch. How did she react? Was she afraid? Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Das Stillleben müssen wir jetzt also finden. Als Nebenziel. If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it. Würde ich doch mal sagen, wir schauen erstmal hier hoch, ob wir hier dieses Stillleben finden. Aber ich bezweifle es, das wäre ja zu offensichtlich auch, ne? Könnten, also wir müssen jetzt so oder so erstmal das Haus ein bisschen durchsuchen, ne? Ist ja logisch. Ich zweifle, dass es hier irgendwo ist. Wo wir wollen natürlich alles Mögliche erstmal durchgehen. Da. Ja, das kommt mir bekannt vor. This is the amulet that Drake was looking for. Schlüssel von Riley oder wie auch immer, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig war. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es den Schlüssel von Riley. Er glaubt fest daran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt. Ach scheiße, darf jetzt... Oh. Spiel gespeichert. Ach Menno, ich wollte das Stillleben finden. Verdammt, ich weiß jetzt nicht, ob es dafür ein Dings gegeben hätte, ne?
Der Schlüssel von Riley. Drake behauptet, der Schlüssel könnte die Kräfte der großen Alten abwehren und die Türen zur Stadt Riley unter dem Meer verschließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold mit der gleichen Gravur, wie Charles Hawkins in der namenlosen Buchhandlung so abgestoßen hat. Bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Yep. Wir müssen ihn auf jeden Fall... ich hätte gerne das Stillleben gefunden, ne? Aber gut. Ärgerlich. Ach nee, wir müssen ja Drake das Amulett zeigen. Wo war der jetzt nochmal? Der war hier drüben, ne? Ich verlaufe mich hier irgendwie viel zu sehr an diesem scheiß großen Haus. Oder war das unten? Nee, das war hier unten, ne? Da unten und dann irgendwo da war das. Das Haus ist ein bisschen verwirrend. Vor allem, wenn man jetzt schon wieder mal, ich glaube, fast eine Woche oder wann das? Ja, aber okay, das hat sehr viel gebracht. Eine Woche nicht aufgenommen hat, ne? Aber wie gesagt, wir dürften uns eigentlich auch, oder wie gesagt, aber wir sollten uns jetzt eigentlich auch langsam in den letzten Zügen befinden von diesem Spiel, ne? Es nimmt ja dann doch jetzt alles schon eine etwas andere Wendung. In dieser Hinsicht müssen wir dann mal gucken, ne? Ich habe bis jetzt auch noch keine Gedanken mehr groß gemacht über irgendein Nachfolgerprojekt. Ich hatte eigentlich überlegt, in Richtung Starfield, ne? Aber weiß nicht, irgendwie bin ich da noch nicht so ganz mit einverstanden. Aber gut, zurück hierzu, zu Call of Cthulhu. Auf zu Drake. Hier ist das Büro von Charles Hawkins. Ah, it's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Auf jeden Fall 2 Charakterpunkte erhalten, ne? Und können dadurch dann, würde das dann halt upgraden hier, ne? Weil dann haben wir alles auf 4. Also die beiden, und da haben wir ja keinen direkten Einfluss drauf. So, dann zeigen wir mal Sarah Hawkins das Amulett. Warum steht denn sie jetzt auf einmal da? I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand, I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Pierce! Chief West is here with Sullivan. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Was wollen die beiden jetzt? I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Mhm. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Das ist ja jetzt mal sehr interessant. Vor allem wir sollen Brandstifter gewesen sein. Wir waren noch nie zuvor irgendwie eigentlich auf dieser Insel vorher, ne? Kapitel 10. Polizeirevier von Darkwater. Dank Agent Drake hat Pierce ein Amulett erhalten, das Sarah Hawkins gegen die Verlockungen
gegen die Verlockung die bösen Mächte beschützen soll. Ist das nicht, wenn dann gegen die Verlockung der bösen Mächte? Egal. Die Malerin sprach von ihrem Wunsch, den Dimensionsschlürfer aufzuspüren und zu töten, um so für ihre Sünden zu büßen. Bevor Pierce sie aufhalten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. Ja, wie gesagt, das ergibt für mich irgendwie gerade keinen Sinn, weil wir waren das vorher noch nicht auf Darkwater, ne? Wir waren doch zum ersten Mal dort, oder? Sehe ich das gerade irgendwie falsch? Aber gut, wir wissen ja dass das eine sehr interessante Lüge wahrscheinlich wird, ne? Und bin ich doch mal gespannt, wie es jetzt im Kapitel 10 weitergeht. Dann schauen wir mal, ne? Was uns genau angehängt wird und wie und was und warum. Ich meine, gut, wir sind ja anscheinend der Brandstifter, ne? You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Moment, warte mal. Körperverletzung? Ach ja, okay, verständlich. Aber Brandstiftung? With all the liquor that is openly on sale in the middle of Prohibition, do you really want me to believe that you're enforcing the law? Enough of that. You're not going to tell me how to do my job. I would like to point out that it is you, not me, who is behind bars. There are things going on right now that are so much more serious than what you accuse me of. Yeah? Mhm. So what's going on that I don't know about? You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are illegal. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings. Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. Jetzt verstehe ich das. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Okay, doch, ja, verständlich. Ich dachte, wir wären jetzt... The truth seeker. We meet at last. Who's there? Okay, jetzt verstehe ich das, ne? Mit dem... Ich dachte, wir wären jetzt... I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Okay. You will not be able to speak or escape my influence. Wehren macht keinen Sinn, ne? Versuchen zu sprechen oder unterwerfen. Also auf jeden Fall, was ich jetzt noch zu Ende führen wollte, das ist ja keine Entscheidung Entscheidung auf Zeit, meine Güte.
Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, wir wären als Brandstifter für den Hawkins-Fall jetzt verdächtigt worden. Aber wir haben ja anscheinend doch in dem Keller ein bisschen das Institut angezündet, ne? Da kann ich das dann wiederum verstehen. Okay. Wie gesagt, wehren ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil wir können es eh nicht. Weil du wirst weder sprechen, noch in meinem Einfluss